Hallo liebe Concorde-Freunde! Heute zeige ich Ihnen, wie die Wasseranlage in Ihrem Concorde Charisma funktioniert. So, wir haben jetzt auf der Beifahrerseite den Frischwassereinfüllstützen. Einfach den Deckel öffnen. Sie können hier mit Schlauch Ihren Frischwassertank befüllen. Sie können dann auch im Fahrzeug am Kontrollpanel beobachten, wie der Wasserstand steigt, bekommen ein akustisches Signal, wenn der Tank fast voll ist, damit Sie entsprechend aufhören können. Anschließend einfach wieder schließen. Bevor Sie den Tank befüllen, müssen natürlich alle Wasserablasshähne geschlossen werden. Das zeige ich Ihnen jetzt, wo Sie das machen. Und wir fangen hier in der Garage an. So, wir haben hier das Entleerungssystem für Kaltwasser- und Warmwasserleitung, rot und blau gekennzeichnet. Einfach den Hebel querstellen, damit das Wasser in den Leitungen stehen bleibt. Als nächstes haben wir die Entleerung für die Fahrstellung. Wir haben ja in unserem Gewicht eingerechnet, dass Sie mit 100 Liter Frischwasser unterwegs sind als Fahrstellung. Wenn Ihr Wagen genug Zuladung hat und Sie wollen mit einem komplett gefüllten Wassertank fahren, einfach den Drehknopf drehen, sodass er quer zur Flussrichtung steht und schon können Sie den Tank komplett mit Wasser auffüllen. Als nächstes kommt unser Wasserfach. Wir haben hinter diesem Lochgitter jetzt die Wasserpumpe sitzen. Hier sitzt ein Aktivkohlefilter, den müssen Sie bitte einmal im Jahr wechseln. Hier haben wir noch mal einen großen Entleerungshebel für den kompletten Frischwassertank. Das natürlich jetzt zumachen, denn wir wollen ja die Wasseranlage füllen. Und diesen roten Überlauf auch noch schließen. Dann haben wir zwei Schläuche in diesem Fach. Einmal rot und einmal blau gekennzeichnet. Mit dem blauen Schlauch können Sie Ihren Frischwassertank auch befüllen. Sie haben also auf der Beifahrerseite den Frischwassereinfüllstützen und Sie können mit diesem Schlauch auf der Fahrerseite sich direkt außen an einen Wasserhahn anschließen und den Tank befüllen. Mit dem zweiten Schlauch, der mit einer roten Linie gekennzeichnet ist, spülen Sie Ihren Fäkalientank. Wo wir diesen entleeren, zeige ich Ihnen gleich als nächstes. Vorher noch, dieser Wagen hat eine Außendusche. Das ist eine Option, um diese zu nutzen. Erst am Kontrollpanel die Wasserpumpe einschalten, dann einmal unten öffnen und jetzt einfach durch diesen Zusatzhebel die Dusche nutzen. Der Zusatzhebel hat die Funktion einfach zur Sicherheit, damit nicht aus Versehen Wasser in der Garage läuft. Erstmal schließen wir unsere Garage. Wir brauchen dieses Fach und dieses. So, in dieser Klappe befindet sich der Ablasshahn für den Fäkalientank. Hinter diesem Brett einfach lösen, den Hebel querlegen, sodass er quer zur Flussrichtung liegt und damit ist Ihr Fäkalientank geschlossen. Hinter dieser Klappe jetzt, wie gesagt, der Abwasserentleerungshebel. Einfach hier schließen. Und wir haben hier noch zusätzlich das Boilerablassventil. Auch das muss geschlossen sein, diesen gelben Schalter umlegen, dass der quasi quer liegt. Und damit ist jetzt der Boiler auch geschlossen, dass dort kein Wasser rauslaufen kann. Wenn Sie jetzt die beiden Tanks entsorgen wollen, zeige ich Ihnen dazu noch etwas. Wir schließen erstmal beide Klappen. In diesem Fall hat das Fahrzeug einen Gastank, der optional ist. Dadurch diese Schürzenklappe vor dem Gastank, die man, wenn wir sie öffnen, hier einhängen können. Wir sehen jetzt, dass hier die Grauwasserabflussleitung kommt von der einen Seite, von der anderen Seite die Schwarzwasserleitung, also Fäkalientank. Beides mündet in einem Y-Stück, sodass ich nur einen Ablaufstützen habe, wo ich meinen Verlängerungsschlauch anschließen kann für die Entsorgung. Wenn Sie fertig sind, einfach wieder schließen. Und wir gehen jetzt als nächstes ins Fahrzeug. So, an Ihrem Elektropanel, Kontrollpanel, können Sie jetzt sehen, wie der Wassertank gefüllt wird. Einfach mal drauf tippen, dass das Licht angeht, auf die Info gehen. Dann gehen wir auf unseren Frischwassertank. Im Moment noch 0%. Hier unten sehen Sie ein kleines Wasserhahnzeichen. Dort draufdrücken. Und wenn Sie nun mit Wasser befüllen, wird sich aus den 0% geht das Schritt für Schritt nach oben. Und bei 80–85% ungefähr ertönt ein akustisches Signal, sodass man auch von außen hört, oh, jetzt sind wir gleich voll, können wir den Schlauch abschließen oder abhängen und der Tank läuft nicht über.
Wenn dann alles voll ist, hier rausgehen und das Einzige, was Sie jetzt noch tun müssen, auf die Wasserpumpe drücken, Wasserpumpe ein und jetzt läuft Ihr Wassersystem. Liebe Concorde-Freunde, Sie wissen jetzt, wie Ihre ganze Wasseranlage theoretisch funktioniert und beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie das Ganze praktisch vonstatten geht. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.